Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit einem Banger und die nächste Musikrichtung so gesehen. Ne, wenn ich das richtig habe, Vernip, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, das kommt auch noch dazu, weil ich habe mir ein paar Reactions angeguckt, wie die das aussprechen. Da haben wir alles gehört. Oder da habe ich alles gehört. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Vernip. Wenn es anders heißt, gerne unten reinballern. Aber ich finde das verdammt schwierig auszusprechen. Ähm, ja, machen Hard-Techno, oder ist eine Hard-Techno-Organisation, wenn ich das richtig gelesen habe auch. Ich überfliege das ja meistens nur, da bin ich auch ganz ehrlich. Und ja, die haben einen Weltrekord aufgestellt, nämlich die Largest Laser Show, ja, der Welt, ne? Bin ich nämlich sehr gespannt. 1100 Laser. Bruder, sag euch so, wie es ist, ne? 3100 Laser. 1100 Laser. Ich sag ja schon bei 10, boah, sieht das geil aus. Ich sag ja schon bei 20, heilige Scheiße. Aber 1100? 1100? Junge, da hört's aber gleich komplett auf. Gut, das ganze Ding ist in der Vernip Arena sogar 2025 passiert. Ist eine 360 Grad Experience Show. Wow, okay. Gut, das ist ja auch eine Sache, was bei Techno ja sowieso ist, ne, dass das alles irgendwie so ein bisschen anders aufgebaut ist, ne? Gerade in den richtigen Raves hast du ja die Sache, dass die DJs gefühlt mittendrin stehen, was ich irgendwie auch cool finde. Und gleich auch hier zum Anfang könnt ihr mir gerne solche Raves mal reinballern, so After-Show-mäßig oder so After-Movie-mäßig. Ja, Openings, Endshows, sowas haben die ja, glaube ich, nicht. Also würde mich irgendwie ein bisschen wundern, aber gerne so eine After-Movies und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Einfach, weil ich die krassen Bässe und den ganzen Shit um Hard Techno eigentlich feier. Oder Techno. Was da der Unterschied ist, bin ich auch noch nicht ganz drin. Aber gut. Wie gesagt, gerne unten rein, wenn ihr da mehr Bock drauf habt. Ich habe da nicht wohl Bock drauf, aber da was zu finden, ist immer crazy. So, wir gehen zurück und gehen rein. Sieht schon crazy aus von außen, ne? Ist sowieso immer verrückt, wenn du dir die ganzen Stadien anschaust. Meine Fresse. Werde ich auch nochmal eine Reaction machen zu den schönsten Stadien oder so. Weil das finde ich immer sehr interessant. Alleine hier, ne, wenn man das so sieht, hier so diese Röhren, das hat irgendwie was Cooles. Hier diese, was sind das, Treppenaufgänge? Ja, sieht mega, das sieht schon mega geil aus. Gut, da bin ich mal gespannt, was die da abreißen. Düt. Okay. Okay. Das ist aber, boah, also erstens, wie lange haben die gebraucht, um das aufzubauen? Ne, einzelne Säulen hier so ein fettes Ding, in der Mitte eine extra Tanzfläche, wo ich ehrlich sagen muss, weiß ich nicht, ob ich das so feier, weil das ist so dieses Abgegrenzte, ne? Erinnert mich so fast so ein bisschen an 'nen normalen Liveauftritt von irgend 'nem Popstar oder so oder von 'nem Musiker. Und für mich sind einfach diese DJ-Dinger, egal ob es Ray, Hardstyle, EDM ist, immer so dieses entweder hast du 'ne Bühne, ne, dass sie vor dir stehen, Punkt. Hast 'n bisschen Platz drumherum vielleicht beim Rave oder ist es halt alles so dran, also, ne, du hast halt nicht so 'ne extra Area für welche Leute. Natürlich gibt's ja diese VIP-Area, wo du auch so 'n bisschen Platz zwischen hast, und dass die ganz vorne stehen, aber dass das so ist, ist schon komisch irgendwie. Our heartbeat emerges, waiting to be awakened. Das sieht schon crazy aus, ey. The
The Holy journey shit. begins. As the energy rises, Bro, what the fuck? Überlegt euch mal, es ist scheißegal, wo du stehst, ne? Es ist wirklich scheißegal, wo du stehst. Es sieht überall gefühlt gleich aus. the core awakes. Jo. Gleich mal direkt die Frage. Wie viel hat der Eintritt da gekostet? 500 Euro oder was? This is verknippt. Verknippt. Mann. Ist doch klar, dass man das K mitnimmt. Verknippt. Das hört sich so falsch an in meinem Kopf, aber gut. Alter. Geil. Holy shit, Mann. Junge, was eine geile Scheiße ist denn das, ey? Bro, wie geil muss das auch aussehen, ne? Wenn du da drunter stehst. Weil die ja jetzt gerade so eine Art Decke bilden. Sieht. Bro, what? Hast du das richtig gesehen, dass die Stage sich aufdreht? Junge, warte. Warte. Ey, nicht die. Ja, die. Das DJ-Pult. Oh. Junge, was haben die da abgerissen? Das ist ja voll der kranke Scheiß. Holy, Alter. Boah, ist das geil, ey. Das meine ich. Ich liebe diese harten, sind das Keks? Keine Ahnung. Beste whatsoever. Dass dir das um die Fresse haut, darauf stehe ich so hart, ne, bei Techno einfach. Und, was man hier ja ein bisschen weniger sieht, sage ich jetzt mal, dadurch, dass die halt so viel Beleuchtung haben, mit ihren 1100 Lichtern, Lasern und allen Scheiß da, dass du halt dieses dunkle Feeling hast, ne, dieses Underground-Ding bei Techno. So, bei den anderen hast du das natürlich auch so, bei den ganzen anderen elektronischen Dance-Music-Shit, sag ich mal. Natürlich, ne, es variiert natürlich überall, aber Techno bleibt ja immer noch dieses Underground-Ding und die wollen ja auch alle dieses Underground-Feeling haben. Heißt, du hast ganze Zeit dieses Dunkle und alles. Was ich aber auch mega passend finde zu diesen Bässen. Du kannst da nicht irgendwie so eine krasse Lichtershow, also was heißt, wir sehen es, dass das möglich ist mit einer krassen Lichtershow. Aber nicht dieses übertrieben helle. Es muss so dieses dunklere sein. Dunkelblau, so ein Laser, die jetzt nicht viel auseinandernehmen, Strahler, die nicht viel auseinandernehmen. Nicht diese krass hellen Farben. Boah, Bro. Das holt mich schon mies ab. Oh, Junge. Junge, was ziehen die denn hier noch alles runter? Holy.
Mhm. Ist das geil, ey. Oh, what? Ja, das ist ja das Schlimme, ne? Du hast so alle 5 Sekunden sieht's irgendwie geiler aus oder alle 10 Sekunden, lass es so sein. Du hängst ja wirklich und denkst dir so: geil. Boah, ist das geil.“ Und: „Oh, scheiße, ist das geil. Oh, scheiße, ist das geil. Oh mein Gott.“ Bro. Holy. Jetzt verstehe ich aber auch, dass sie diese Bühne gemacht haben und das kommt echt, also, was heißt, ne, diesen extra Bereich. Weil das kommt echt cool doch irgendwie. Auch wenn's eigentlich cool wäre, wenn das, ne, die Stage nur wäre, so an sich. Aber ich glaube, das ist auch viel schlauer, weil du da einfach viel mehr Laser einpacken kannst. Aber geil, guckt euch das mal an, wie das aussieht von hier unten. Bro, ey. Holy shit, sieht das geil aus. Muss auch sagen, ne, was mir richtig gefällt, okay, wenn man jetzt hier runter guckt, okay, die meisten sind oberkörperfrei, gut. Ne, dieser Dresscode, den du ja einfach bei so Raves hast. Du hast ja einfach dieses Schwarze, sage ich mal, ne, dieses Underground-Ding. Bin ich ganz ehrlich, feiere ich schon irgendwo. Jetzt grade vielleicht nicht, aber ich feiere das einfach, ne, so wie die sich anziehen. Klar, ich habe das auch 'n bisschen mitbekommen, dass da so 'n bisschen Stress in der Szene ist, aber das hast du ja in jeder Szene, wenn sich, irgendwas so 'n bisschen ändert, ne? Wenn's so 'n bisschen mehr an die Öffentlichkeit kommt. Muss man ja nicht drüber reden, Techno damals, ne, wie das damals alles lief, ne, irgend 'ne Halle irgendwie oder, ne, so genommen, zack, da 'n Rave veranstaltet, mit ganz viel Glück konntest den Rave durchziehen, mit ganz viel Pech, stand die Polizei gleich dort. Genauso wie die Menschen sich anziehen, wie die Menschen tanzen und so, aber das hast du ja überall. Bei Techno habe ich das bloß 'n bisschen mehr mitbekommen, weil du halt dieses Extra-Feeling hast, sage ich mal, ne? Dieses: „Okay, wir sind halt Underground, wir sind halt für uns.“ Bei den anderen EDM-Richtungen, ne, ob's dieser normale EDM ist, ob's Hardstyle ist oder was auch immer, ist so dieses: „Okay, das hat sich entwickelt, wahrscheinlich regen sich da auch welche auf, aber da ist es auch okay, da kannst du deine normalen Sachen tragen und das Neue, sage ich jetzt mal.“ Jetzt hier beim Techno habe ich manchmal das Gefühl, dass, oder, ne, habe ich so Dokus halt geguckt, bin ich ganz ehrlich, wo sich halt, viele darüber aufgeregt haben, wie man sich jetzt anzieht und. Ähm, ja, gut. Ich sage mal so, ich bin da einer von den Neueren, kann da, glaube ich, irgendwo ich kann beide Seiten verstehen, aber ich finde halt so dieses Neuere, bin ich ganz ehrlich, finde ich mega cool so, ne? Dass du dich rausputzt, aber trotzdem dieses Dunkel beibehältst. Das sieht so verrückt aus. Alleine, dass der Bums Junge,
Es fahren diese Dreiecke runter. Du hast hier überall. Ne, fangen wir nochmal neu an. Du hast überall diese Säulen. Crazy. Hier dieses in der Mitte so ein geiles Teil. Sieht auch mega geil aus. Reicht eigentlich schon. Nee. Da kommen dann diese Dreiecke da noch überall runtergeballert, wo du dir denkst, wow, okay, jetzt übertreiben sie, aber gut, das reicht. Und dann fährt da auf einmal aus dieser Säule noch so ein Ding raus. Wer kommt denn auf so eine crazy Kacke? Time stands still as 40,000 ravers are connected for the world's biggest 360 rave. Holy shit. Das ist verrückt. Was war das? Holy, guckt euch das an. Ach du Kacke. Mhm. Das war verrückt. Junge, was sehe ich hier gerade? Das ist aber auch cool, ne, dass du hier so extra noch so 'ne Projektion kriegst, was eigentlich über wäre. Eigentlich brauchst du den ganzen Bums nicht. Es reicht die ganzen Lichter, Laser drumherum. Aber das meine ich, ne? Du hast so ab und zu diese Szenen, wo es so 'n bisschen heller ist, sage ich mal, ne? Einfach dadurch, dass du halt viele Lichter hast oder irgendwie so 'n kleines Aufblinzen hast, sage ich mal. So für paar Sekunden ist das so hell und sonst hast du die ganze Zeit so dieses düstere Licht, sage ich mal. Oder es ist einfach schattenduster, sagen wir's so. Und das macht das ja irgendwie aus. Das finde ich halt so geil. Gerade mit diesen Bässen. Boah, sieht das verrückt aus, ey. Das ist aber auch die Sache, ne? Du bist hier im Zwiespalt zwischen Schönheit und Verrücktheit. Also, Verrücktheit im Sinne von fast too much, aber es kann nicht too much werden.
Geil. Sieht man das? Ja. 0:00. Haben wir ja perfekt aufgenommen. Do you need a stunning drum kick? Das sieht so unfassbar aus, ne? Das sieht geil aus. Das sieht crazy. Kleine, ne, wenn du es siehst, denkst du dir so, wow, scheiße, passiert da viel. Aber wenn du das so ein bisschen pausierst dazwischen, guck dir mal an, wie geil das aussieht. Oh, Hilfe, ey. Alles klar. Thank you for being part of our official attempt to break the Guinness World Records title for the largest laser show. Alleine das schon, ne? Da würden schon wieder sagen, boah, sieht das geil aus. Aber was die da abgerissen haben? This was the Verknippt Experience Show. Wahnsinn, ey. Das ist schon mega geil. Also ehrlich, das ist schon erstens eine sehr geile Show, was sie da abgeliefert haben. Natürlich auch erstmal Glückwunsch da an der Stelle für den Weltrekord, aber oh. In so einer Halle mit so viel Lasern, mit so einem Aufgebot, ne? Also, man hätte ja auch, sind wir mal ganz ehrlich, die hätten einfach überall in der ganzen Dingens irgendwo Laser hinpacken können, vielleicht dann in der Mitte noch mal ein paar bam, 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 zack, haben vielleicht noch mehr. Aber dass die das dann so aufbauen, dass du da total schon in Schock bist, wie geil das so aussieht. Hilfe. Ey, wie gesagt, das sieht, ich finde die Halle schon mega, wie das aussieht. Hier sieht man es noch mal ein bisschen besser. Sieht ein bisschen Octagon-mäßig aus, wenn man ehrlich ist, ne? Aber ey, trotzdem, es sieht so fucking geil aus. Lichtershow, Lasershow, müssen wir nicht drüber reden, ne? Ist ein Weltrekord, geht geil ab. Geile Mucke dazu. Holt mich mies ab. Ich finde, da siehst du auch dann, und jetzt vielleicht mache ich mich ein bisschen unbeliebt bei den Menschen mal wieder, aber du merkst halt, ne, wie Techno sich entwickelt hat und wie Hardstyle sich entwickelt hat. Ne, es gibt da ab und zu Parallelen, das ist einfach so, manche benutzen Techno-Beats oder Bässe, Kicks, whatsoever, und manche im Techno andersrum, ne, benutzen einfach diese Scratches, sage ich jetzt mal, die du im Hardstyle hast. Was ich halt sehr geil finde. Am Ende sind zwei unterschiedliche Sachen, ist ja auch okay. Für mich persönlich, bin ich ganz ehrlich, ist es für mich am Ende Musik. Scheißegal, wie du es benennst. Wir haben alle Bock auf Musik, wir lieben alle Musik. Lasst uns einfach Hand in Hand gehen, scheiß drauf, ob du jetzt Techno-Liebhaber bist, ob du Hardstyle-Liebhaber bist. Jeder hat sein Recht, da zu sein, und jeder sollte seinen Spaß haben. So, Punkt. Ja, aber nichtsdestotrotz, die Mucke hat mich mies abgeholt, weil ich halt dieses ganze Ding drumherum halt so geil finde, ne? Du hast so richtig geile Keksbässe, wie auch immer man das jetzt nennen will beim Techno. Du hast die Leute, die alle tanzen, ne? Die auch cool gekleidet sind, gerade mit ihren Sonnenbrillen. Ich finde das immer was Geiles, egal ob schnelle Brille ist oder normale Sonnenbrille oder whatsoever. Die sich ein bisschen rausputzen, die da ihren Tanz machen, ne? Was ja auch irgendwo normal ist jetzt, die Tänze, sag ich mal so. Aber du kannst auch einfach rauslassen, was du willst. Das ist halt Underground. Die Musik sowieso an sich, hatte ich ja gesagt.
Und das Ganze drumherum. Ey, du hast immer so ich finde das halt so crazy, ne? Das ist alles so dunkel und dann hast du diese Laser, die da ab und zu kommen, aber die kommen so geil mit dieser Musik. Hammer. Deswegen hat mich mies abgeholt. Da nochmal danke für den Vorschlag. Hatte ich ja am Anfang vergessen zu sagen. Ja. Und dann gerne hier unten nochmal in die Kommentare, wenn ihr noch solche Dinge habt. Es muss kein Weltrekord sein oder was auch immer, aber ne, irgendwie sowas, was in eine Art, in die Richtung von Techno geht. Ob es irgendwelche Sets sind, ob es irgendwelche kurzen Videos sind. Und mit kurzen Videos meine ich nicht diese 1-Minuten-Videos oder so, da gibt's tausende davon, da habe ich keinen Bock drauf, dann ne, kann ich auch auf TikTok weitermachen. Ne, ich rede da wirklich schon so von mindestens 4 Minuten, 5 Minuten, weil ich will ja auch irgendwas sehen und irgendwas zum Reacten haben. Ja, solche Videos, Aftermovies und was es halt so alles gibt, so. Einfach, damit ich auch in dieses Rave-Thema so 'n bisschen reinkomme, bin ich ehrlich, weil ich die Musik halt so geil finde, aber auch einfach, ihr wisst, ich will auf diesem Kanal 'n bisschen weg davon kommen, immer nur eine Sache zu machen, sondern schön viel reacten, weil ich Musik einfach, so feiere und ich so unterschiedliche Sachen halt, feiere, ne? Ob es Techno ist, ob es Hardstyle, EDM oder auch dann zu irgendwelchen deutschen R&B-Sachen oder was auch immer. Ich meine, wenn man sich jetzt meinen Kanal anguckt, sieht man so langsam diese Umstrukturierung und das soll auch einfach so sein. Ich will hier teilen, worauf ich Bock habe, welche Musik ich feiere und dass ich Musik an sich einfach liebe. Und ich hier irgendwie, ja, okay, ich mache jetzt das, weil das gut ankommt, dann mache ich das, weil das gut ankommt. Fuck it, das juckt am Ende eh keinen, wenn ich hier sitze und keinen Bock darauf habe. Deswegen schickt mir gerne irgendwelche Dinger rein. Vielleicht finde ich selber noch welche. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.